Markus, gucken. Ja. So, was machst du denn? Hier, geh doch mal rüber. Nach einer wundervollen Nacht startete der Morgen gleich mal mit einer großen Überraschung. Guten Morgen. Moin. Und da ist... Was ist das? Da liegt eine Mülltüte. Jemand hat uns ein Geschenk gebracht. Muss ich doch mal eben gucken. Jetzt wird's nass. Hm? Was ist das denn? Zelt, einen schönen Tag? Was ist das? Das ist ja süß. Der hat uns gestern noch gefragt, ob wir Brötchen haben möchten. Dann habe ich noch gesagt, ja, nee, das lohnt sich ja nicht. Wir haben ja auch nichts, was wir drauf schmieren können. Das ist ja keine Marmelade oder Butter mit oder sowas. Und jetzt hat er uns hier eine Tüte mit Brötchen vors Zelt gestellt. Mit Honig. Ich werde verrückt. Total toll. Ich bin platt. Heute geht es von unserem Campingplatz in Elbergen über Lingen und um das Speicherbecken Geeste herum in die wunderschöne Innenstadt von Meppen. Und dann geht's auch schon gleich weiter zu unserem Tagesziel nach Haaren an der Ems. Mensch, da startet der Morgen doch schon richtig gut. Oh, und für Markus startet er jetzt noch besser. Oh, wie schön. Hier ist ein kleines auch, ja. Also, was ich gerade noch erzählen wollte. Dieser Campingplatz liegt direkt am Emsradweg. Der Betreiber hat gegenüber auch noch einen Campingplatz, der eigentlich offiziell auch für Zelter ist. Hier kann man auch zelten. Es gibt auch eine tolle Zeltwiese, das habt ihr ja schon gesehen. Und der Betreiber ist total nett, hilfsbereit. Also das war wirklich ein Traum. Und sowas erlebt man halt nur, wenn man mit dem Rad unterwegs ist und spontan irgendwo einkehrt. Richtig, richtig toll. Hat uns sehr gut gefallen. Ganz klare Empfehlung von uns. Markus ist abgelenkt. Total tolle Empfehlung. Guten Morgen. Morgen, ihr drei.
uns mal Lingen an. Hat der Theo eigentlich was mit Lingen zu tun? Ja, der hat sich danach benannt. Okay. Er hat irgendwie sich mit seinem Vater zerstritten, der jetzt so richtig weiß oder wurde von dem nicht gut behandelt. Und dann hat er gesagt, ich will den Namen von meinem Vater nicht haben und hat sich nach seiner Heimatstadt benannt. Jetzt links, da wo die Barken stehen. Ja. Ja, Premium-Radweg geradeaus. Steht ja echt Premium-Radweg. Das stand Premium-Radweg. Hier ist es durchgestrichen. Hier ist es kein Premium-Radweg mehr. Wir folgen dem Pfeil trotzdem. Und guck da vorne. Da ist doch wieder ein Schild. Hier links hinter der Hecke ist das Emslandstadion. Und wenn der HSV weiter so schlecht spielt, spielen die bald gegeneinander. Und wenn du weiter so lästerst, fährst du in den Emskanal. Oh. Und schon wieder haben wir den Emsradweg verlassen, denn es geht jetzt in die Innenstadt von Lingen. Und wenn ihr wissen wollt, welchen Weg wir da gefahren sind, guckt doch mal bei Komoot nach. In der Burgstraße 13 befindet sich das Haus Hellmann von 1641, eines der schönsten Bürgerhäuser der Stadt. Meter rechts abbiegen auf Langschmitzweg. 120 Meter weiter Richtung Langschmitzweg. Keine Ahnung, also bei mir will er hinten irgendwie auf der Straße rechts abbiegen. Ja, normalerweise schon, aber guck mal da. Emsradweg geht jetzt schon rechts, können wir auch machen. Dann? Das ist wahrscheinlich schöner. Meter weiter Richtung Hausweg. Das ist der Familienfriedhof von den Van Galens. Hat aber, glaube ich, nichts zu tun mit dem ehemaligen Party-Beast-Trainer des FC Bayern München.
Das mit dem Golfplatz gehört jetzt eigentlich nicht mit zum offiziellen Emsradweg. Aber das war ein spontaner Tipp von einem älteren Herrn, der da gerade stand. Und das hat sich doch gelohnt. Was für ein toller Weg. Der ursprüngliche oder der Originalweg wäre jetzt eigentlich an der Hauptstraße entlang gegangen. Gut, dass wir das nicht gemacht haben. Wenn das so gemacht ist, dann würde ich sagen, wo Bank? Da schon wieder Pause. Hier rechts von uns ist der Biener See. Wir haben jetzt kurz wieder den Emsradweg verlassen, um die schönere Strecke zu fahren. Und jetzt geht es zum Speicherbecken Geeste, einem 50 Hektar großen Feuchtbiotop mit Stränden und Yachthafen und dem Restaurant Deichkrone. Und den da nehmen wir mit. Da hoch. Da hoch. Normalerweise könnte man auch hier unten die schöne Straße weiterfahren. Aber dann sieht man ja nichts vom Speicherbecken. Wie blöd ist das denn? Deshalb nehmen wir den Anstieg in Kauf und ein paar Treppen. Und während Markus da hochgeht, habe ich gerade auf Komoot gesehen, dass es da anscheinend einen Fahrradweg hoch gibt. Hoffentlich stimmt das. Das wäre natürlich der Knaller, ne? Ja, nehme ich doch mal den Weg hier. Meine Güte. Oh, es hat sich gelohnt. Oh. Wow. Gerade als du hochgegangen bist, habe ich gesehen, dass es da noch einen besseren Weg hoch gibt. Mhm. Sicher. Das ist auch ein Campingplatz. Jugendhaus und Campingplatz direkt am Speicherbecken. Di da 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 di da 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 di du 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 An du dieser du Kreuzung geradeaus auf du Hafenstraße. du 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 du
Bis 1997 wurde hier noch Erdöl gepumpt. Bei nächster Möglichkeit links. Im Moment brauchen wir die noch nicht. Aber wenn man mal so ein bisschen nach oben guckt, sieht nicht gut aus. Ab 14 Uhr war Regen angesagt. Markus meinte gerade, es könnte auch Gewitter geben. Nein, gibt's nicht. Ich habe Beute gemacht. Wo Bank? Der Pause. Yes. So, schauen wir mal, wie es aussieht mit dem Regen. Ei, ei, ei. Jetzt geht's vorbei. Viel? Och, kaum. Siehst du, und genau das ist der Grund, warum wir heute Abend nicht zelten, sondern wieder ins Hotel gehen. Prost! Stößchen. Auf nach Meppen, der grünen Stadt am Wasser. Da fahren wir aber nicht drüber, sondern wir verlassen gleich schon wieder den Emsradweg, um in die Innenstadt von Meppen zu kommen. Das ist das Rathaus von Meppen von 1408. Das Untergeschoss wurde aus mächtigen Findlingen gebaut. Später sind noch 2 Geschosse dazugekommen. Und ganz oben auf der Turmspitze sieht man noch ein Schiff, was die Verbindung Meppens zur Hanse zeigt. Im Rathaus befindet sich heute ein Café, was aber leider gerade geschlossen hat. Deshalb müssen wir jetzt weiter gucken, wo wir was zu essen kriegen. Das sieht nicht gut aus. Da hat man gerade gesehen, was damals den Standpunkt für Meppen so interessant gemacht hat. Und zwar der Zusammenfluss von Hase und Ems. Ein strategisch sehr wertvoller Standort. Meistens ist das ja gut, wenn man die Regensachen anzieht, dann hört eigentlich der Regen auf und es kommt besseres Wetter. Mal gucken, ob es heute genauso ist. Der Plan mit der Regenjacke ist nicht aufgegangen. Boah. Jetzt geht's über einen alten Emsarm
Normalerweise bei der schönen Brücke würde ich jetzt absteigen und das filmen. Aber nicht in dem Regen. Da muss die Aufnahme reichen. Boah. Ja, ist doch paradiesisch hier, ne? Und wie passend. Wir sind im Naturschutzgebiet Borkener Paradies. Und mir regnet es voll hinten rein. Trocken. Nass. Trocken. Sehr nass. Richtig nass. Na, Herr Otto, wie ist der Sommer 2022? Wie der Sommer wird, kann ich nicht sagen, aber das Frühjahr regnet gerade. Trocken. Nass. Holthausen. Es regnet immer noch. Die Frisur sitzt. Müssen wir die Akkus wechseln. Und zwar irgendwo, wo es trocken ist. Boah, ich kann gar nicht mehr bremsen. Wollen wir die Kurve kriegen hier? Nass. Trocken. 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 Nass. Hat man ihn gesehen? Da war gerade wieder der Dortmund-Ems-Kanal. Und gleich siehst du ihn noch besser, denn da fahren wir wieder drüber. Bei Hüntel. Hallo, viel Spaß. Viel Spaß. Da hinter mir sieht man jetzt das ehemalige Dampfkraftwerk von 1974. Das ist mittlerweile stillgelegt. Da ist jetzt ein großer Freizeitpark drin. Und ein Schweizer Künstler hat da eine Landkarte auf den Kühlturm gemalt. Und laut Guinness Buch der Rekorde ist das die größte gemalte Landkarte der Welt. So was gibt es alles hier zwischen Hüntel und Haaren. Gleich sind wir in Haaren an der Ems. In ungefähr 3 Kilometern. Und da ist dann unser Hotel. Oh, ich habe es gerade schon gesehen. Eben konnte man schon die Turmspitze da vom Haarener Dom oder vom Dom des Emslandes sehen. Ja, schade, dass das Wetter nicht besser ist, ne? Schöne blaue Brücke, ähnlich wie die bei Dresden, wa? Und da ist es. Haaren an der Ems. Oh, siehst du, da hinten die Spitze, das meinte ich. Uiuiuiui. Der Hafen von Haaren. Und da habe ich übrigens bei Google gelesen, da gibt es auch eine Möglichkeit zu zelten, beziehungsweise das Wohnmobil abzustellen. Und der Hafenmeister soll total nett sein. Ein bisschen weiter dahinter, da ist auch so ein größerer Campingplatz, aber der hatte nicht so tolle Bewertung. Und ein bisschen weiter da vorne kommt gleich unser Hotel. Aha.
Ach, da fahren wir morgen noch mal vorbei. Das ist der Haaren-Rütenbrock-Kanal. Der geht bis nach Holland. Da oben, wo das Auto steht, links. Links auf Fahrradweg. Links. Links. Guck, das ist unser Hotel. Haha, und direkt gegenüber ein Fahrradgeschäft. Aber da brauchen wir im Moment nichts. Dann gucken wir mal, wo wir die Räder lassen können, wa? Moin! Unsere Fahrräder konnten wir sicher im Fahrradschuppen unterbringen. Und auch mit unserem Zimmer waren wir sehr zufrieden. Und dann lasen wir plötzlich diese Mitteilung und hingen dann erstmal in der Warteschleife fest. Schönen guten Morgen, Sie sprechen mit Frau. Guten Morgen, Frau Mennemeyer hier. Wir sind gerade auf einer Radreise unterwegs und haben unsere Tickets schon im Februar gebucht und wir müssten mit dem Metronom am am Samstag fahren. Und jetzt lese ich gerade in der Pressemitteilung, dass sie keine Fahrräder mehr mitnehmen. Was machen wir denn jetzt? Wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Teil. Jetzt kommen erstmal die Outtakes. Nicht so fotoscheu hier. Oh, Hubbel! Lächeln begegnet, bekommt öfter eins zurück. Wo sie recht haben, haben sie recht. Da hinter mir sieht man jetzt es. Oh, ich sehe gar nichts. So.